Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe für euch den neuen legendären Dungeon Code parat und werde im Laufe des Videos mal eingehen, was wir gestern bereits schon so alles gefarmt haben mit den Ultimate Runs im neuen Ultimate Legendary Dungeon Modus. Ob das Ganze broken ist, unbalanced, zu viel, zu wenig. Auf jeden Fall zeige ich euch mal zuerst mal den Code, den ihr eingeben könnt, und zwar ist das diesmal Dorza-3UVL. Ja, das ist der Code für den neuen legendären Dungeon. Den könnt ihr wie immer hier oben eingeben bei Coupon. Da könnt ihr das Ganze hier kopieren, einfügen. Ich habe den Code auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Den braucht ihr nur einmal kopieren und dann hier einfügen. Ja? Das Ganze ist einlösbar ab Stufe 50. Das heißt, ihr müsst Stufe 50 sein, um diesen Code nutzen zu können. Alles davor wird den Code leider nicht nutzen können, weil man muss dafür halt in Level 50 sein, um in den Leggy Dungeon reinzukommen. Das ist halt der Anlass dafür. Ja? Des Weiteren gilt der Code nur für 2 Tage, beziehungsweise 3, vom 16. bis zum 18. 12. um 23:59 Uhr, ja, also bis zum 18. um 23:59 Uhr ist das Ganze einlösbar. Das heißt, ihr habt nicht viel Zeit über das Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, ja. Habt ihr Zeit, den Code einzulösen oder Stufe 50 zu werden, und der Code gibt euch 25 Pilze und 125 Lucky Coins, ja. Das ist das Ganze, das sind die Sachen, die der Code mit sich bringt, und hier auch nochmal eingeblendet, ja. Ich wünsche euch damit viel Spaß, schickt das auch gerne, natürlich wie immer, per Rundmail einfach rum, ja, geht ihr einfach auf Post und dann geht ihr auf neue Nachricht und dann gebt ihr hier oben einfach Gilde ein, ja, und dann könnt ihr hier, was weiß ich, Betreff Code, und kopiert einfach nochmal für eure Gilde den Code hier in die Nachricht rein, und dann hat eure Gilde auch den Code und kann sich den gleich kopieren und dort hier bei Coupon einfügen. Ja. Viel Spaß damit. Wie gesagt, Stufe 15 müsst ihr sein und nur am Wochenende ist das Ganze einlösbar. Ja, wir auf S31 gestern durften ja schon den legendären Dungeon einen Tag vorher spielen, bevor er jetzt überall auf jedem Server released worden ist. Das Ganze diente immer zu Testzwecken, war auch nötig, denn es kam unter anderem zu Bugs, dass ich zum Beispiel 650 Pilze für den Eintritt des legendären Dungeons bezahlt habe und dann halt anstatt ein Ultimate ein ganz normaler Dungeon gewesen ist. Das war sehr ärgerlich, das wurde gefixt. Des Weiteren, tauschen sich die Bosse immer noch mal so aus. Das ist der neue Dungeon, und dann gibt es halt auch noch alte Dungeon-Gegner, die zwischendurch hier auch vorkommen. Das heißt, es ist einfach nur mal ein recycelter Dungeon. Das ist aber auch so nicht beabsichtigt. Solche Sachen sind zum Beispiel gestern vorgekommen. Und wir haben gestern im Livestream, wie man schon anhand meines Inventars sieht, ordentlich knallen lassen. Wir haben viele Ultimate Runs gemacht, und zum Plan für die nächsten Tage jetzt auch nochmal. Ich versuche das Wochenende jetzt auf meinen anderen Accounts nochmal den Legendary Dungeon live zu streamen, kann es aber nicht genau versprechen, eventuell am Sonntagabend oder so. Will aber nichts genau versprechen, ist nichts in Stein gemeißelt, bekommt ihr aber noch Bescheid nochmal, denn das ist dann nochmal dazu, Livestream-technisch. Dann warte ich ab, ob es zu Weihnachten eventuell eine Pilzaktion oder vielleicht auch Paket oder sowas, keine Ahnung, was es da geben könnte. Und das würde ich dann halt wieder auch auf meinem Main aufladen. Das heißt, ich stecke hier nochmal eigenes Geld rein, würde mir das denn holen. Und dann würde ich nochmal ein drittes Mal live gehen mit den Legendary Dungeon, wie gesagt, zu Weihnachten eventuell, und nochmal ein paar Ultimate Runs machen. Wir gestern mit 19 Durchläufen, wie gesagt, das sind halt 19 legendäre Items, aber pro Durchlauf bekommt man ja 3 Legis, deswegen steht hier 19, haben wir gestern 5,7 Milliarden Gold gemacht. Das ist extrem krass. Wenn man sich das mal im Vergleich zu den letzten Legendary Dungeons anschaut, ist das unglaublich viel Geld.
was man hier jetzt mehr dadurch bekommt. Und ich kann mich erinnern, bei den letzten Leggy Dungeons haben wir irgendwas um die 30, 35 Runs gemacht und haben dafür ungefähr 4,5 Milliarden Gold bekommen für Stand jetzt ungefähr den gleichen Pilz-Invest. So. Und jetzt haben wir hier mit dem Ultimate Dungeon deutlich weniger Durchläufe gemacht. Klar, die waren natürlich auch ein bisschen teurer pilztechnisch so, aber deutlich mehr Gold gefarmt als beim letzten Leggy Dungeon. Das heißt, man kann mit dem neuen legendären Dungeon kann man richtig Kohle farmen, zumindest mit dem Ultimate-Modus. Ja, also damit geht's echt ab. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ja, keine Ahnung, weil ich habe das Gefühl, man hat ja einen Run im Ultimate Dungeon und bekommt dafür 3 legendäre Gegenstände. Ich habe das Gefühl, da der Dungeon ja so konzipiert ist, je mehr Runs du machst, umso weniger Belohnungen bekommst du mit der Zeit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit auf Gold aus Kisten, aus Fässern, von Leichen, dass da Gold rauskommt, die wird mit der Zeit, umso mehr du runst, immer unwahrscheinlicher. Und hier habe ich das Gefühl gehabt, der hat den einen Run, ne, den Ultimate Run, als ganz normal einen Run gesehen, ne, so wie es halt auch ein ganz normaler Run ist, so, nur halt in Ultimate-Variante. Und zählt jetzt quasi nicht so, als ob das hier schon 19 Runs wären, sondern als ob das irgendwie, keine Ahnung, wie oft wir da reingegangen sind. Wir hatten ja auch einen normalen Run, so, dass wir 6, 7 Mal oder so drin waren. Also, dass es noch überschaubar ist. Was ich damit sagen will, ich habe das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit, Gold zu bekommen, für lange Zeit deutlich höher noch ist, weil er halt diese Ultimate Runs als einen Run sieht. Und dadurch halt das Goldeinkommen viel krasser ist als mit den normalen Leggy Dungeons so, ne? Also, was man jetzt hier an Gold rausbekommt aus den Legendary Dungeon in der Ultimate-Variante, ist echt heftig. So, und ich überlege halt nochmal reinzugehen und nochmal ein paar Leggy Runs zu machen. Und dann kommen wir hier alleine durch das Gold, durch die Kisten und so. Ja, weiß ich nicht. Wenn wir jetzt nochmal, keine Ahnung, einen 100er reinstecken und nochmal sagen, ey, wir machen jetzt hier davon nur Ultimate Runs, dann sind wir hier vielleicht bei 7, 8 Milliarden Gold, vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung. Und mit den Gegenständen, mit den verkauften Gegenständen kommen wir dann hier easy auf 10 Milliarden. So. Und das wäre halt mit den letzten Dungeons nicht möglich gewesen, so viel Gold mit so wenig Pilzen, sag ich mal, zu machen. Wir würden dafür 200 € bezahlen und hätten dann 10 Milliarden Skillpunkte gemacht. So, mit dem letzten Dungeon, da haben wir halt 40, 50 Runs oder keine Ahnung, so 40, ich sag mal so 30 bis 40 Runs gemacht und haben nicht ansatzweise so viel Gold bekommen. Also das ist schon krass, was hier jetzt was hier goldtechnisch jetzt so möglich ist. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Für die Leute, die fragen, lohnt sich das, in den Ultimate Dungeon reinzugehen oder eher weniger? Ich würde euch empfehlen, dass ihr das, also so finde ich das als Semi-Pilzer am attraktivsten. Wenn ihr viel reinpayt in das Spiel, dann macht Ultimate Dungeons, es ist so krass. Wenn ihr High-Payer seid, ist es heftig. Wenn ihr so so normale Ausgaben habt, dann würde ich sagen, macht 1 bis 2 Ultimate Runs, je nachdem, wie ihr die neuen Items bekommt. Ja? Es gibt ja auch 3 neue Items, die haben wir bereits erhalten. Das hier sind die 3 neuen Items. Und, das sind die 3 neuen Items. Der Helm, das Schwert und der Elbenring, das sind die 3 neuen Items, sorry. Guckt, wie ihr den ersten Ultimate Dungeon abschneidet. Ihr bekommt ja 3 Legendaries für den ersten Ultimate Run. Schaut, wie viel ihr von den 3 hier erhaltet. Ich habe zum Beispiel 2 bekommen beim ersten Ultimate Run und mir hatte dann noch 1 gefehlt. Dann könnt ihr dann schon mal sagen, ey, ich brauche jetzt nur noch das eine Item. Wenn ihr auf die Items aus seid, dann würde ich nicht nochmal einen Ultimate Run machen, wenn ihr so Semi-Pilzer seid, ne? Dann würde ich nach den einen Ultimate Run einen ganz normalen machen und halt auf das letzte Item hoffen. Wenn euch noch 2 fehlen, dann würde ich vielleicht nochmal einen Ultimate Run machen, weil sich das halt goldtechnisch für euch super rentiert. Deswegen ist das
ja, habt ihr zwar im Durchschnitt ein bisschen mehr Kosten dadurch, Pilzkosten, aber ihr habt halt auch wirklich deutlich, deutlich mehr, was ihr halt goldtechnisch auch daraus zieht. Und ja, das ist jetzt so bisher meine Empfehlung, die ich eventuell geben kann. Ist alles subjektiv, ne? Es ist so nach meinem Empfinden, aber ich denke mal, das ist schon ganz in Ordnung so. Also so würde ich das machen auf jeden Fall. Und ja, fazitmäßig bleibt zu sagen, das ist bisher so mein krassester Leggy-Dungeon, den ich bisher so hatte. Und ich bin gespannt, wenn wir zu Weihnachten nochmal reingehen sollten. Ich muss mal schauen, vielleicht machen wir es, vielleicht nicht. Ja, was wir hier noch an Gold rausbekommen. Also es ist schon krass, was man hier jetzt farmen kann an Gold, ne? Aber es macht auch sehr viel Spaß. So, ja, ihr spart euch halt auch eben sehr viel Zeit dadurch, denn, ne? Aber man hat halt im Schnitt ein bisschen mehr Kosten. Wenn man so einen normalen Leggy-Run macht, den habe ich im Durchschnitt immer für mich persönlich so zwischen 150 und 200, maximal 250 Pilze so gesetzt. Jetzt ist es halt mit dem Einkaufspreis von 650 Pilzen plus die Re-Rives, die ich dazu zähle, seid ihr halt easy über 300. Wenn nicht sogar 400, wenn man das ja quasi mal 3 nimmt. So, ne? Also ja, pro Run quasi. Ne? Und das ist halt bei den normalen günstiger, aber halt auch eben weniger Outcome. Ne? Ja, müsst ihr selbst wissen, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich kann euch nur ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ich es machen würde. Und ja, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Code. Und das war es soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.